Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf dem Fusionsserver 20. Ja, dort treibe ich eigentlich normalerweise nie mein Unwesen. Allerdings hat hier ein Spieler heute etwas erreicht, was ja wohl so mit einer der höchsten Meilensteine insgesamt in ganz Shakes and Fidget ist, was man so erreichen kann. Ja, so abgesehen von Stufe 500, 600, 700, 800, 900, 1000 oder irgendwann, was eines Tages jemand erreicht, hat es tatsächlich der allererste Spieler geschafft. Die Zahl sieht so surreal aus. 1 Million Statpunkte in einem Attribut zu haben. Ja, das hat bisher noch niemand geschafft. Die Sturmhexe von F20, ja, sowohl von dem Server als auch in der Gilde, hat es geschafft, 1 Million Intelligenz zu stacken. Und das ist richtig krass. Das habe ich so noch nie gesehen. Ist auch natürlich jetzt der erste Spieler und der einzige Spieler, der das in Ansatz geschafft hat. Und das ist ein riesen Meilenstein. Es ist zwar die übelste Glass Cannon, die ich je gesehen habe, aber es macht natürlich auch was her, so viel Statpunkte hier zu haben. Und ja, ich versuche gerade mal auf die Basispunkte hier zu kommen. Irgendwie hat er mir das gerade nicht so richtig angezeigt hier. Basispunkte. 525.419 Basispunkte in Intelligenz und in Ausdauer 6.344. Das ist wirklich richtig wild, ja. Und das hier so zu sehen, ist schon ziemlich krass, auf jeden Fall. Und ja, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, bis ich das heute im Discord gesehen hatte, dass dieses Bild hier rumging. Wenn wir uns jetzt mal hier so angreifen lassen von der Sturmhexe hier, 5,5 Milliarden Crit einfach mal so rausgehauen. Ich weiß nicht, was sie für eine Spanne hat. Ja, die Spanne ist auch relativ ordentlich. Ist nicht Max, aber ist schon ziemlich weit oben mit dabei auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt spaßenshalber hier irgendwie einen Berserker oder sowas erstellen würden, dann würden wir ja noch mehr Damage dann einfahren gegen die Sturmhexe hier. Also das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich weiß nicht, ob ich auf F20 noch irgendwie ein Bersi rumzuliegen habe. Ich weiß es nicht. Oder ob das der einzige Account ist. Sieht so aus, als ob der einzige Account ist, weil ich kann mir ja jetzt nicht einfach so noch einen Account hier auf F20 erstellen, ne? Das, oder geht das? Geht das trotzdem? Fusion 20? Ja, so kommen wir jetzt hier, können wir die Welt nicht auswählen. Aber können wir hier trotzdem irgendwie so random einfach, ja, ne? Das geht, Fusion 20. Ja, nee, geht nicht. Okay, gut, ja, weil es irgendwie wegen SF-Account oder sowas hier, ne? Im Lokalen kann ich mir da auch nichts erstellen. Ja, das finde ich immer ein bisschen doof. So ein Test-Account jetzt einfach mal machen. Einfach mal so einen Test-Account machen, so auf der Welt, gleich wieder löschen. Wäre doch nichts dagegen einzuwenden oder so, ne? Früher konnten wir das irgendwie immer machen. Da konnten wir dann zig Accounts erstellen auf den Welten, aber jetzt ist das irgendwie ein bisschen schwieriger geworden, das Ganze, das einfach mal so zu testen. Ja, auf jeden Fall wollte ich mir halt jetzt eben gerade einen Bersi erstellen, weil der halt eben nochmal dann den doppelten Damage bekommt. Und ich glaube, wir haben das auch schon mal irgendwann gemacht, dass wir Sturmhexe hier schon mal unter die Lupe genommen haben und dann einfach mal so gegen den Magier gekämpft haben, der das meiste Hauptattribut hat, und das war damals auch Sturmhexe. Ja, und dann hatten wir uns einen Bersi erstellt und dann mal geguckt, was so möglich ist, welchen größten Crit-Treffer man einfahren kann gegen so einen Mage. Jetzt haben wir nicht mal mehr Pilz, um hier anzugreifen. Ja, aber das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Das ist richtig heftig. Und wir können auch nochmal hier in den Webshop gucken unter Statistiken, damit wir mal so sehen von den Hauptattributen her, wenn wir da jetzt mal einfach so das durchgehen. Ja, Haupt- und Ausdauer ist natürlich klar, da haben wir hier die alten Verdächtigen hier am Start, die natürlich hier auch ziemlich weit oben mitspielen. Aber wenn wir jetzt mal so nach den einzelnen Attributen schauen, dann haben wir deinen Nachbar, der hier momentan auch eine schöne Zahl hat, auf jeden Fall, was das Hauptattribut angeht. Ja, bei Ausdauer, derjenige, der die höchste Ausdauer hat, Furaken ist auch relativ weit oben und Viper auch, Taranin, ja, mit 615.000 Ausdauer, Krieger. Ein absoluter
Tank. Ein, ein wirklich absoluter Tank auf jeden Fall. Ja, und gehen wir mal weiter. Geschicklichkeit haben wir hier Boziek, ja, von Avanturici. Und danach dann auch schon direkt Strider, aber auch schon relativ nah dran. Dann gibt es natürlich auch so Leute, die hier so eine Projektaccounts haben, die ja gefühlt nur auf Glück gehen. Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar letztes Mal gerade irgendwie nachgeschaut gehabt. Also die Skillung hier ist auch richtig wild, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir jetzt hier nach Intelligenz gehen, holy shit, das sieht so surreal aus, wirklich, ne? Das ist krass. Der erste Spieler, der wirklich eine Mille hier an Stats geknackt hat, das ist wirklich, ja, verrückt auf jeden Fall, ne? Ja, und das wollte ich euch mal zeigen, ne? Und ja, es wird bei mir noch ein bisschen dauern. Ich weiß gar nicht, wo wir hier in der Liste sind, aber wir sind ja jetzt nicht so der absolut, ja, also nicht so die Glass kennen. Im Gegenteil, wir sind ja mehr so der Mage, der ein bisschen mehr auf Ausdauer geht. Ne? Wir waren ja lange Zeit irgendwie auf Platz 2 weltweit mit der meisten Ausdauer, als Mage zumindest. Da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen abgesackt. Platz 17 sind wir da jetzt momentan gerade. Ja, weil wir jetzt natürlich eigentlich nur durchgängig auf Intelligenz gegangen sind. Und das seit 50.000 Stat-Punkten circa. Das heißt, wir hätten jetzt auch schon wieder über 500.000 gehabt, hätten wir hier durchgezogen. Ein bisschen mehr über 500.000. Also ja, wären wir hier weiter so durchgerattert, dann wären wir immer noch auf Platz 2 gewesen auf jeden Fall. Weil wir haben ja auch schon ein bisschen über 50k Stat-Punkte gemacht in der Zeit. Ne? Aber das war mir auf jeden Fall dann auch ein bisschen zu viel für das, was ich im Verhältnis habe dazu an Intelligenz. Ne? Deswegen habe ich da jetzt auch erstmal ein bisschen dann eher den Fokus auf Int gelegt auf jeden Fall. Ne? Ja, aber bis wir da die Million knacken, ist das natürlich noch ein weiter Weg und bis dahin werde ich wahrscheinlich auch dann wieder ein bisschen zurückswitchen auf Ausdauer. Ne? Zumindest erstmal die halbe Mille voll machen so. Das ist erstmal dann so demnächst dann auch ein Meilenstein, aber das ist hier wirklich... Das ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen dieses Verhältnis, ne? Also, er muss ja so schwanken hier in der Ehrenhalle. Dadurch, dass er halt so absolut gar kein Leben hat. Weil er hat nicht mal 300 Millionen Leben. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Ja, das ist wirklich absolut nichts. Und dann noch diese krasse Spanne dazu. Wird er hier bestimmt ordentlich, ja, mal vielleicht ganz oben mit dabei sein. Aber vielleicht auch dann mal hier unten irgendwo. Je nachdem, wie dann halt eben gerade so, wie es gerade so läuft. Ne? Ja, Sturmhexe, erster Magier mit über 1 Million Intelligenz, beziehungsweise ja, der erste, der überhaupt über 1 Million in einem Attribut reingesteckt hat. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. An der Stelle ist auch irgendwo in einer Art und Weise natürlich ein Projekt. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt hier weitermacht. Ob er jetzt hier durchzieht auf Intelligenz, Ausdauer nachzieht oder ob er erstmal erstmal nur das Gold aufbewahrt und hier eigentlich gar nichts macht dann damit. Oder ob er einfach jetzt aufhört. Einfach, stell mal vor, so 1 Million Intelligenz einfach, jetzt Ziel erreicht, jetzt quitte ich. Ja, das ist auf jeden Fall das wäre natürlich nicht schön. Ne? Wenn wir jetzt mal die Gildenkämpfe anschauen, F20, dann können wir uns ja mal so ein paar Fights anschauen. Oh, guck mal, hier ist sogar noch der Paul hier mit Crit Happens hier. Okay. Wenn wir da mal ein bisschen durchscrollen, können wir uns ja vielleicht mal so ein Fight anschauen, wie es hier läuft gegen, beziehungsweise mit Sturmhexe. Ja, damit wir mal so einen kleinen Vergleich haben, was sie hier eigentlich an Schaden raushaut, weil leider können wir nicht mehr viele Kämpfe machen. Wir haben 0 Pilze. Wir sind komplett out of mushrooms. Wir sind komplett Ja, so, und jetzt kommt Sturm. Gut. Ja, das ist halt das Ding als Glass Cannon, ne? Das ist halt das Ding. So, du kannst alles gewinnen, kannst aber auch absolut der Loser der Nation sein. Also, du hast halt wirklich 0 Konstanz, ne? Und das ist es halt. Also, ja, effizient ist es nicht, cool ist es schon, ja, und definitiv. Hat aber auch natürlich Vorteile, ne? Beim World Boss auch richtig viel Damage rausgehauen, hier natürlich auch. Goldrahmen sich gesnackt hier vom World Boss.
Also da auch wirklich, ja, nicht unerfolgreich, sag ich mal so. Ne? Deswegen wird hier wahrscheinlich demnächst auch weiter gegrindet, denke ich mal. Jo, aber das soll es erstmal so weit dazu gewesen sein. Ja, zum Video ja, der, der Mage mit dem meisten Schaden auf der ganzen Welt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.